Dann ein Hallo und herzliches Willkommen zu meiner, ja, mittlerweile schon nachträglichen Live-Reaction zur Nintendo Direct. Wir haben es 2:37 Uhr am Freitag, den 15. Gestern am 14.09.2023 war die Nintendo Direct. Gab einige Gerüchte im Vorhinein. Ich mache nochmal kurz auf Pause, sonst ist der Timer zu schnell. Entschuldigt bloß, ich habe da bloß irgendwas gerade bei meinen Zähnen hängen. Es gab Gerüchte über ein neues Mario vs. Donkey Kong. Am Anfang wurde gepostet, dass es, oder gemutmaßt, dass es sich wahrscheinlich nur um ein Donkey Kong Spiel handelt. Denn es gibt seit neuestem, würde ich behaupten, einen neuen Leaker auf X, beziehungsweise auf Twitter, wie es ja jetzt neuerdings heißt, Pioro. Und der hat jetzt schon in der letzten Direct eigentlich alles richtig vorhergesagt. Dem sein, ob das jetzt stimmt oder nicht, aber er hat mal gepostet, dass irgendwie sein Onkel bei YouTube arbeitet und er deswegen dann die Videos von Nintendo sehen kann, wenn sie die quasi schon vorher hochladen und die noch auf privat stehen. Weil ihr müsst wissen, wenn man quasi, also Videos, die man auf YouTube hochlädt, ich denke, die meisten von euch kennen es, aber für alle, die es nicht wissen, wenn ich ein Video auf YouTube hochlade, kann ich einstellen, wann dieses YouTube-Video online kommt. Und solange ist es auf privat und solange kann es keiner sehen. Nur wenn man natürlich bei YouTube arbeitet, kann man das natürlich dann wiederum sehen. Weil man ja quasi hinter den Kulissen arbeitet und da einfach hinschauen kann. Wenn da natürlich ein Leaker dabei ist, der weiß natürlich dann die Fakten. Ja, wie gesagt, ein neues Mario vs. Donkey Kong ist anscheinend geplant. Ein N64 Remake ist geplant. Ein DS Remake ist geplant und ein Wii Remake, wenn ich mich jetzt nicht irre. Bei waren es 3 Remakes? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie sowas. Und irgendwas soll mit einer MATLAB kommen und da wurde wild diskutiert von F-Zero. Ich habe mich nicht spoilern lassen übrigens im Vorhinein. Ich weiß nicht von einer Sache. Von einem Remake weiß ich, das wurde mir leider gespoilert auf mein Handy. Ansonsten konnte ich alles vergessen. Ja, ein Bang. Bitrate war schon wieder kurz weg. Okay, und ich würde sagen, wir starten. Ich habe gerade so einen Heublütenkäse gegessen, also so einen Käse mit so einem Heublütenrand. Jetzt ist es draußen. Und da war so ein Stück Heu, hing jetzt die ganze Zeit zwischen meinen Zähnen und ich habe es nicht rausbekommen. Jetzt habe ich's. Und es schmeckt sehr nach Heu. Yay, lecker. So, ich hoffe, es passt alles. Peggy 18. So, ich hoffe, es passt alles. Peggy 18. So, das sieht gut aus. Ich mache mal die Lautstärke etwas weniger. So, damit ich auch noch was höre. Okay, es geht um den Splatoon 3 DLC. Da wurde auch schon lange nichts mehr davon gehört, ne? Der wurde damals angekündigt und irgendwie seitdem auch nicht mehr. Jetzt ist mein Kater schon wieder hinter meinem Bildschirm. Aber Splatoon interessiert mich Gott sei Dank eh nicht. Ja, wie gesagt, ich habe mir überlegt, ob ich mir Splatoon 3 kaufe. Nachdem ich dann gesehen habe, was es so für einen Online-Modus hatte, war es eher so, ja. Und ich habe es dann doch nicht gekauft am Ende. War, glaube ich, auch die bessere Entscheidung. Muss ich zugeben. Was ich so gehört habe und an den Reviews gesehen habe. Es ist halt einfach irgendwie Splatoon 2,5. Ich habe nie in Splatoon gespielt, aber... Trinken Sie übrigens eine neue Proteinshake-Sorte von meinem Proteinhersteller, bei dem ich immer kaufe, MyProtein. Cookie and Cream. Weil mich jetzt gerade auch Splatoon nicht so wirklich interessiert. Probier's mal. Das erste Mal. Ich weiß nicht, ob es schmeckt. Muss ich dazu sagen, ich habe mir letztens, für alle, die sich ein bisschen mit Fitness auskennen, was von ESN gekauft. Und zwar Cinnamon Cereal. Habe ich schon mal so gekauft. Schmeckt ziemlich geil. Aber jetzt habe ich es mir letztens in Vegan gekauft, also vegan. Und ich versuche in letzter Zeit mich mehr vegan zu ernähren und sowas. Oder halt mit weniger Fleisch und generell mit weniger Tierprodukten. Aber dieses Proteinpulver kannst du nicht essen, trinken, was auch immer. Es funktioniert einfach nicht. Es ist so widerlich, das glaubt ihr nicht. Deswegen hoffen wir mal, dass das hier besser schmeckt. Cookies and Cream, nicht vegan. Aber trotzdem, ruft zur Ordnung.
Moin. Oh ja, der schmeckt gut. Ruf zur Ordnung. Mhm. Oh ja, das schmeckt gut. Ein bisschen Milch und ein bisschen Wasser, sehr geil. Es kostet Geld? Alter. Geht schon direkt los? Ja, ja. Oh. Mario vs. Donkey Kong. Ach, ich hab doch noch gehofft irgendwie, dass es ein DK6 wird. In each stage, contraptions and other challenges await. Observation and action are vital to your success. Mario needs to reach the key, but he can't quite cross the gap. Ja, das ist leider überhaupt nicht meins, sowas. That monkey's tail looks a little suspicious though, doesn't it? If Mario does this, now he can get across. Ja, das ist so eine Art. Das erinnert mich ein bisschen an Captain Toad. Ja, aber irgendwie catcht es mich jetzt nicht so bis jetzt. Mal gucken, vielleicht ist es ja ganz cool. Aber mal schauen. Spricht mich jetzt nicht so an vom Spielstil, da fand ich doch dann Captain Toad ein bisschen cooler. Ja, ein Koop könnte es natürlich wieder ganz lustig werden, ne? Ach, das ist ja erst im Februar. Ja, man kann es jetzt mal überholen. Man kann es jetzt mal überlegen, nicht überholen. Wenn es ein 60-Euro-Titel ist, dann nicht. Aber es wird vermutlich anders sein. Deswegen vermutlich nicht. Also rechnet bei mir nicht damit auf dem Channel. Aber alles, was nächstes Jahr kommt und was schon bekannt ist für nächstes Jahr, werde ich Ende des Jahres posten. Yeah, geil. As well as time powers to best these hostile lands. As your journey progresses, Sargon muss ich sagen, das Spiel sieht echt gut aus und spricht mich theoretisch auch an. Aber wie gesagt, solche Spiele würde ich halt immer nicht auf der Switch spielen, ne? Also das sind alles so Indie-Games. Wenn es die auf dem PC gibt, dann würde ich die natürlich viel lieber auf dem PC spielen, weil die Switch hat halt meistens schon echt heftige Abstriche mittlerweile. Deswegen ja auch nächstes Jahr wahrscheinlich die Nintendo Switch 2. Ja, gut. Yay! Das ist doch ein Mobile-Game, oder? Das ist doch ein... Ja, das ist doch ein Mobile-Game. Alter Junge, die Bitrate. Ah, nee, das ist das Game. Alter, das ist einfach so... Junge, 10 FPS Gameplay, let's go. Nee. Also ne. Warm up for musical mayhem in this rhythm-based adventure. Time your button presses with the music to solve puzzles and battle bosses. Over 30 thrilling tracks await, including music from iconic Konami games. Das ist halt auch nicht so meins, ne? Up to 4 friends can battle it out in versus modes or jam together in local or online play.
Super Crazy Rhythm Castle launches on Nintendo Switch November 14th. Ich will mal ganz kurz meinen Zelda-Part aufmachen. Ja, willkommen. Hi, Niklas, was geht? Ich habe einige Kommentare heute bekommen. Alter, das hat einer aber richtig übertrieben. On weekdays, you'll head to class, then enjoy family time in the evenings. On days off, you can visit all sorts of exciting places, like the beach or an art museum, in search of subjects to photograph. How will you spend your time with friends and family? And what kind of photo diary will you help Anya make? Spy Anya, Operation Memories, launches on Nintendo Switch next year. Mario's first RPG adventure returns. Da bin ich wieder mit dabei. Super Mario RPG is back with updated graphics. Sehr schön. Das wird auf jeden Fall kommen wahrscheinlich. Time your button presses with action commands to increase damage dealt or decrease damage received. When you time your attacks perfectly, you can now damage all enemies at once. Every successful action command will fill this gauge. When it's full, you can unleash the 3-character triple move. Depending Ist on es your neu? party, the move will change. Diese Trio-Technik? Different combos. During your adventure, you'll encounter bosses with colorful personalities. After clearing the game, you can fight some of them again. But these Mit mir die powered-up Degen bosses kreuzen. aren't gonna be Das easy. kann man jetzt auch falsch verstehen. Ah, Bruder. Set off for adventure with Mario and Friends. When Super Mario RPG launches Ja, on ich bin da noch am Nintendo Switch Überlegen, November weil ich bin jetzt 17th. aktuell echt im Zugzwang mit ein paar Projekten, ne? Wie ihr seht, zieht sich das alles länger. Ich bin jetzt auch im Überlegen, mal ein paar richtig lange Pikmin-Streams zu machen. Weil sonst zieht sich das alles länger. Weil es kommt ja auch noch Super Mario Bros. Wonder dazu. The Nintendo DS game Another Code, Two Memories returns on Nintendo Switch. One day, a young Aber das ist jetzt nicht girl das named Remake, was er Ashley angekündigt hat vom receives a DS, letter oder? from a father she thought Das had passed away. sagt mir ja gar nichts. Seeking answers, she sets off Ja, for the und TOTK wird sie auch noch ein solitary bisschen ziehen, Blood Edward Island ne? in search of him. Muss man auch dazu sagen. Once there, Ashley encounters puzzles and obstacles that hinder her investigation. Can you see me? She also meets a mysterious boy. What truths await Ashley in this place? And no matter how hard I try, I can't remember Dad's face. Who are you? Another Code R, Journey into Lost Memories, the sequel to the original game, is also included. So this is like Juliet, huh? Hallo, Play Siva, both alles klar? games to experience the full story. Unravel both adventures, fully That's good. enhanced for Nintendo Switch, when Another Code Recollection launches January 19th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. 任天堂 DS と Wii で発売した2つのアナザーコードがグラフィックはもちろん全てを一新してアナザーコードリコレクションとして任天堂スイッチに登場します発売まで Ja, sind also sagen die jucken mich jetzt ehrlich gesagt nicht, ne? 続いてはこちらをご覧ください Ja. Mach mal lieber weiter hier. Irgendwas Geilem. Ja, zum Beispiel das Princess Peach Spiel. Siva, tu mal deinen dicken Orsch aus dem Bild. Siva. Es funkelt. Geh runter vom PC. The Wicked Grape and the Sour Budge suddenly made their grand entrance and took center stage. Now, it's up to Peach and the theater's guardian Stella to save the play and the day. Okay, aber ist das jetzt ein This Jump'n'Run? perfect performance has become a terrible tragedy. Luckily, Peach can use the power of Stella's ribbon to face off against the Sour Bunch.
The ribbon alone won't always cut it though. So let's do this. Whoa, Peach transformed into Sword What the fuck? Peach. Was? Transforming, she can use fantastic show-stopping abilities. Fend off the Sour Bunch with Also das ganze Spiel spielt sich auf der Bühne ab. Can Peach save its performance and its performers? There are more stolen shows to save. Valuable artifacts from this museum have gone missing. Become Detective Peach, investigate clues, and track down who done it. Aber was ist das jetzt genau für ein Spiel? Desserts have been snatched from this sweets festival. Turn into Patissiere Peach and save it from a sugar crash. Das ist dann anscheinend so eine Art Minispiel. Oder? Ja, ja. Das ist so eine Art Minispiel, so eine Art, also eine Mischung aus Mario Party und WarioWare. Ja, fühle ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Princess Peach Showtime makes its debut on Nintendo Switch March 22nd. Pre-orders begin on Nintendo Fühle ich jetzt echt nicht so. Muss ich mir noch überlegen. 変身によって遊びも変化するプリンセスピーチショータイムです。映像で紹介した変身以外にもまだあるようなのでお楽しみに。引き続きヘッドラインをご覧ください。So, jetzt komm. Waren schon ein paar coole Sachen dabei. A new saga begins. A multi-layered Ach, RPG Bruder, das ist ja wieder... in Saga Emerald Beyond. There are 6 heroes to choose from. Oh. A young man who fights with sentient puppets. Tsunanori, Mido, A witch disguised as a Ameya, schoolgirl die to mask Hexe. her identity. Ja, das juckt mich alles gar A nicht. crime-fighting duo chasing down a mysterious organization. A songstress mech who lost her voice and body. And a king Aber was ich auf jeden Fall hier schon mal sagen kann, mal wieder zwischendurch, vielen Dank für 307 Abonnenten. Es freut mich sehr, dass wieder einige dazugekommen sind und wir jetzt die 300 Abonnenten wirklich gefestigt haben. Das freut mich sehr. Octopath-Trailer müssen wir auch noch irgendwann zu Ende machen, ne? Aber da habe ich echt keine Motivation aktuell. Saga Emerald Beyond launches on Nintendo Switch next year. The legendary Raider returns. The first 3 Tomb Raider games, all with upgraded visuals, are venturing onto Nintendo Switch in one daring collection. As the fearless archaeologist Lara Croft, you'll travel the world and face off against deadly foes and even deadlier legends. Climb, Also ein bisschen schöner hätte man es schon machen können, oder? Naja, ist ganz nett. Along the way, you'll solve puzzles to uncover treasures of the ancient world and unravel mysteries lost to the Ja, das sieht wiederum gar nicht so schlecht aus, ne? Aber dann hier wieder sowas? Ne. And secret levels for each game. You can also toggle between the original polygon look and the upgraded visuals at any time. Tomb Raider 1 through 3, remastered starring Lara Croft, launches on Nintendo Switch. February 14th. Pre-orders begin Ja, on muss Nintendo man eShop shortly after this selber presentation. wissen. Ich habe noch nie Tomb Raider gespielt. Mich interessiert eigentlich die Reihe auch This nicht. detective's got a second bolt Oh, of brilliance. das interessiert mich jetzt auch. Ja, ist auch nichts, was ich spielen würde jetzt erstmal. This is Aber es interessiert Rhyme mich City, einfach. A place where humans and Pokémon coexist. The detective duo of Pikachu and his partner Tim investigate various cases while searching for Harry, Tim's missing father. Tim interviews people, Pikachu interviews Pokémon, and they find the truth together.
Okay. They'll also rely on other Pokemon to broaden the scope of their investigations. Follow scents with Growlithe. Smash rocks with Darmanitan. And peer through walls with Luxray. Can Tim and Pikachu solve all the mysteries and find Harry? Find out when Detective Pikachu returns. Launches on Das kommt ja sogar schon bald, ne? Das kommt jetzt bald. Krass. Ja, wie gesagt, ist nichts, was ich jetzt fühle. Ist auch viel zu... Ganz schlechter Zeitpunkt jetzt, das auch anzufangen, weil ich, wie gesagt, aktuell 4 offene Projekte habe, ne? Und irgendwo möchte ich dann schon selber schauen. Schon noch ein wenig schauen. Play the notes in time with the music as best you can. But how you play that horn is up to you. You can use gyro controls to adjust the pitch up and down. Or the IR motion camera on the right Joy-Con controller. The controls are pretty unique. Okay, das ist, finde ich, aber cool, dass man das mit dem Infrarotsensor mal wieder benutzen kann, weil das gab es ja gefühlt nie, ne? Alter, das ist ja Vogelwild. Trombone Champ slides onto Nintendo Switch shortly after this presentation. Naja. Battle your way to victory in these Nintendo Switch games. 10 teams of 3 will duke it out for survival in this online battle royale brawler. MOBA. Your opponents help down to 0 and deliver a finishing blow, or shove them off the collapsing terrain to win. Choose from 15 heroes, each inspired by a different mythology. Work with your allies to be the last team standing. Battle Crush is free to play and launches first for consoles on Nintendo Switch. Das sieht halt immer irgendwie so Mobile-Game-mäßig aus. Weiß ich nicht. Das fühle ich halt gar nicht. So Mobile-Games auf der Switch. Take up various contracts, from protecting townsfolk from thieves to vanquishing the land's most notorious figures. Before battle, equip your mercenaries. Boah, das ist so ein Spiel, das sieht so richtig kompliziert aus. And live to see another day. Up to 4 players online can jointly command a troop and journey together across this vast world. War Tales launches as a timed console exclusive on Nintendo Switch shortly after this presentation. Okay, das finde ich aber cool, dass es sogar zeitlich exklusiv ist, nur für die Switch. Contra. Ja, das sagt mir auch was. Spring into action with easy pick-up and play controls and a variety of difficulty options. This reimagining from Konami and Way Forward features new weapons, enemies, powerful super attacks, and a 4-player co-op mode. Contra Operation Galuga storms onto Nintendo Switch early next year. Liberate your kingdom. Reclaim your destiny. Ist das Fire Emblem jetzt? Ich glaube schon, ne? Ja, das sieht schon wieder so nach Fire Emblem aus. Aber kam nicht erst vor kurzem Neues? Ich bin da halt überhaupt nicht drin. That is the ring of the unicorn, ancestral treasure of Cornea's royal lineage. Legend speaks of your ancestors wielding it to purify evil. Yet the answer is clear as day now. The path before us is laid bare, and all that remains now is to walk it. Walk it I will, Mother. Freely traverse an expansive world. Gather new allies, forge your bonds, and lead the liberation to glorious victory. Cultivate a grand army with over 60 unique characters, from humans and elves,
to massive beasts and heavenly Ja, das ist... angels. Nee, das ist was Today marks our anderes. first foray into the mists of despair which hang heavy over our home. It may take Ja, für alle days, RPG-Fans, wie months, gesagt, cool. or even years. But I shall see the duties of my bloodline fulfilled. Aber ich kann mit RPGs in der Regel eigentlich nichts anfangen. And familiar Vielleicht lässt mich deswegen auch Octopath Traveler of tactical mittlerweile so kalt. Unicorn Overlord. Available March 8th, 2024. Okay, aber da wird sich richtig Mühe gegeben, wie man sieht. Für alles. Oh, da ist aber was wir auf jeden Fall zocken werden, Leute. Nächstes Jahr dann wahrscheinlich. Luigi's Mansion 2 HD. Sehr geil. Welcome to Evershade Valley, a place that's screaming and teeming with the supernatural. Luigi, our faint of heart hero, was sent here to check it out. Time for some mansion mayhem. No spooky adventure is complete without this vacuum-like device, the Poltergust. Use it to light up dark areas, vacuum up objects, and interact with the environment. It's a handy tool for your paranormal escapades. Plus, when you spot a ghost, pop! You can stun them with the strobe bulb. Ja, das typische Luigi's Mansion Ding halt, ne? Even grab multiple ghosts at once. Ja. In this game, you'll find Und halt die ghosts Bosse. haunting, a former plant research lab, a broken down clock factory that's full of sand, a mine covered in ice and snow, and even more places. These troublemakers will use every Ja, die trick in Luigi's the book Mansion Teile to sind block halt your richtig path. gut, ne? Can Luigi summon his courage and save the day? Looking for other ghost hunters? Up to 4 Moment. players online can do some exercise across different multiplayer modes. Luigi's Mansion 2 HD creeps onto Nintendo Switch next summer. Nächsten Sommer. Ach, das ist aber kein Sommergame eigentlich, Nintendo, ne? ここで皆さんに Halloween wäre 2 viel つのお besser. 知らせがあります。 Aber das heißt, dass dann im Winter bzw. an Halloween oder so in diesem Zeitraum die Switch 2 kommen wird. Muss ja eigentlich. Gucken wir was mit Mario. 大きなハテナブロックが見えてきましたが、実はこのハテナブロック、 Ist auf dem Dach 現 drauf. 在京都府宇治市に建設中の任天堂資料館の屋上に描かれているものなんです。この資料館の正式名称は任天堂ミュージアムに決まりました。 Oh, 任天堂ミュージアムは ausgefallener Name, das muss man lassen. Das 今までに Nintendo 発 Museum. 売されたさまざまな Nicht 任 schlecht. 天堂製品に展示する施設になりますが、現在2023年度の完成を目指して建設を進めています。オープンの時期など詳細については改めてお知らせしますので、もう Okay, し das ば finde ら ich く aber eine coole お Idee 待ちください。 tatsächlich. 2つ目はアミーボに関するお知らせです。ゼルダと Oh. ガノンドルフの発売日 Wow, die Zelda Amiibo ist geil. Die fühle ich ja. そしてゼノブレイド3のノアとニオは2体1組のセット Aber Ganondorf war auch nicht schlecht. 2024年1月19日 Aber werde ich mir natürlich nicht kaufen. Ich bin kein Amiibo-Unterstützer in der Regel. 新たなアミーボとして大乱闘スマッシュブラザーズ Okay, スペシャル hier haben wir uns mit が allem gerechnet, aber nicht mit Smash Bros. Ultimate. これによってスマブラスペシャルの全ファイターがアミーボに勢ぞろいします。発売は2024年を予定していますのでお楽しみ Ja, に。 okay, nächstes Jahr. Da interessiert es, glaube ich, keine Sau mehr. 以上お知らせでした。続いてはこちらの映像をご覧ください。 Okay, komm schon. Noch ein Banger. Wir haben erst knapp eine halbe Stunde. Och, Bruder. Echt jetzt. The first F-Zero game returns as a 99-player battle royale. Ja. 99.
Ach, das haben die mit 99 gemeint im Vorfeld. Oh mein Gott. But be careful. Your power meter will decrease if you crash into pilots or guardrails. If it hits 0, das wird ja lustig. You'll need to avoid collisions and conserve your power meter to stay in the race. Feeling risky? Spend some of your power meter for a temporary speed boost. You can also collect super sparks, which appear when machines collide, to boost up to a special path called the Skyway. It's your best chance at bypassing your rivals and jumping to a higher position. Warum haben sie da nicht eine bessere Grafik gemacht? Ja, es ist schon besser gemacht, ne? Aber ja, okay, man kann nichts sagen. Nee, ich nehme alles zurück. Es ist okay. Es ist okay. Kostet das was? Oder ist es in Nintendo Switch Online enthalten? Weil dann will ich es mal ausprobieren. Because F-099 will be Perfekt. available exclusively for active Nintendo Switch Online members shortly after this presentation. Das finde ich gut. Das finde ich auch fair. Aber die jetzt neues Spiel, ne? このスーパーファミコンのコントローラーにももちろん対応しています。ぜひ1位を目指して挑戦してみてください。それではヘッドラインをご覧ください。Ist es nicht Fae-Farm? Nee. Ui, Pixelspiel. Fühle ich ja immer. After a party gets a little too wild, the portals holding the land together collapse and throw everything into chaos. It's up to you and your knitting magic to stitch Bandle City back together. Journey across the land to gather materials and craft items and meals for the locals. As you continue gathering and crafting, you can put together new upgrades. Aber wisst ihr, was mich das so ein bisschen erinnert? Enchant your experience even further by Boah, jetzt hab ich was im Auge. Wie ist das Game, was ich zocken wollte jetzt letztens? Sea of Stars, genau. Oder ein Nee, nicht Oceanhorn. Ocean's Heart. Ocean's Heart? Ocean's Heart, ja. Das Zelda-like Game. Daran erinnert mich das auch. Join best friends, Nunu and Will, on a journey across the frozen wilds of the Freljord. Jump, climb, and sled your way through a beautiful yet treacherous land, where every step taken Das Spiel sieht tatsächlich sehr gut aus. bring you closer to the truth about these friends and their past. Song of Nunu, a League of Legends story, launches first on Nintendo. Was? A League of Legends Story? Achso, das ist dann so ein Spiel für League of Legends, okay. Let's move into formation. Das stimmt, das gab's ja auch noch. Willkommen auf Party Party. This tropical resort contains tons of micro games that'll get your body moving. Okay. In each Alles microgame, klar. you get into a specific pose called a form. Der da unten scheißt sich gerade ein. Copy the form shown and perform the correct action as quick as you can. The micro games will come one after another, so look alive. Aber das nutzt jetzt zum Beispiel auch wieder den Infrarotsensor, ne? Das HD Rumble. Finde ich cool. Reach the goal without getting caught by Medusa. Or settle the score in an arena to be the last one posing. With over 200 lightning-fast microgames and multiplayer modes aplenty, everyone's in for a wacky time. WarioWare Move It launches on Nintendo Switch November 3rd. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Anscheinend hat sich ja dann das WarioWare, wie heißt's? Das erste. Irgendwas mit Bomben.
WarioWare Get It? Nee. WarioWare Move It? Ja, das ist neu. Get It Together hieß es. Anscheinend hat das ja gut funktioniert dann. As allies join you, additional facilities will become available. You'll be able to tend crops, open shops, and more. Each hero you encounter has their own backstory and motivation. They may not always get along at first, but these conflicts may strengthen the bonds between your heroes. Trust, betrayal, justice, and truth. A heroic tale will begin. Ja, das ist halt schon wieder so ein JRPG, ne? Oh. Oh. Next stop, Octopia. Octopia. Parallel world in this paid DLC for Eastward. Help Sam and John turn the pages of a new chapter as they adjust to country life in a mountainside village. Sorry, Valley 2.0? Hey, war das unten links gerade ein Carpator? Okay. You can access the DLC even if you haven't played the main story. Eastward, Octopia, Ventures on jetzt bin ich langsam müde. this winter. Aber ich will noch auf den Banger warten. Get back into the groove. In this sequel to War Groove, charge across 3 tactical campaigns with valiant Was fehlt jetzt noch? Den DS-Remake? Ein Wii-Remake fehlt noch, ne? Ein Wii-Remake fehlt noch. Battle friends locally or online. Or create and share your own cutscenes and campaigns. War Groove 2 marches onto Nintendo Switch as a console exclusive October 5th. Get out of my way! Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Dive and catch fish by day. Then serve them as sushi by night in the aquatic adventure Dave the Diver. Okay. Ah ja, auch mal ein interessantes Game. Then tend to the clamoring customers at your sushi restaurant. Explore an ever-changing underwater world to find the Yo, was? Einmal eine Krabbe mit Boxhandschuhen. Das ist es. Dave the Diver launches first for consoles on Nintendo Switch October 26th. Pre-orders and a free demo swim onto Nintendo eShop shortly after this presentation. The final wave is racing in. Okay, jetzt haben wir es gleich. Okay, was sind die letzten Strecken? Ah, fühle ich. Fühle ich. Daisys Piste fühle ich. Oh, Diddy Kong ist auch geil. Fühle ich auch. Und Funky Kong. Geil, fühle ich noch mehr. Sehr geil. Okay, Paulina. Ja, warum nicht, ne? Peachette. Ja, Bruder. Die kommt auch überall rein. Aber Paulina ist ja wirklich ein Charakter, die kam in Odyssey vor. Und seitdem ist die irgendwie voll in den Köpfen drin, ne? Also, obwohl sie ein relativ neuer Charakter ist, hat sie es echt in die Köpfe der Leute geschafft. 8 Strecken und 4 Charaktere ist halt schon geisteskrank, ne? Bundled with some extra goodies is racing into stores October 6th. Something new is Among Us Hide and Seek, oder? Oder Among Us 2? Nee, oder?
Okay, ein Pilz. Okay. Das ist aber nicht das Ende der Direct, oder? Ist ja mit Among Us ein bisschen sad. Das ist einfach eine neue Map, okay. Among Us the Fungal, okay. This new map for Among Us is free and launches this October. Ja, ist cool, dass sie da trotzdem noch Updates bringen. Finde ich gut. So, jetzt bin ich mal gespannt. Achso. Was für ein Nintendo-Titel? Ah ja, cool. Oh ja, 1 und 2 Pikmin ist auch gut. Oh ja, das beste Game des Jahres. Wahrscheinlich am Ende. Nee, TOTK ist besser. Ja, also das Line-Up für dieses Jahr, finde ich, ist echt nicht schlecht jetzt. Also dieses Jahr haben sie schon viel gebracht, würde ich mal behaupten. Aber dass Luigi's Mansion 2 im Sommer kommt, muss einen Grund haben, weil im Wintergeschäft dann die Switch 2 kommt. 100%ig. Sonst hätten sie es im Halloween gemacht. So, was jetzt das letzte? Neues Paper Mario? Was? Nein, das ist ein altes. Das ist, Paper Mario, die Legende vom Ionentor. Was? Ein Remake? Wie geil. Tatsächlich. Ach du Scheiße, wie geil. Aber da gab es auch so ein paar Sachen, die waren sehr fragwürdig. Was da manche Charaktere gesagt haben, ne? Ob sie das entfernt haben? Vermutlich schon. Okay, wann kommt das? Bitte nicht dieses Jahr. Ich habe keine Zeit, das zu zocken. Wann kommt das? Oder wird sich jetzt Nintendo, glaube ich, richtig freuen? Krass. Halt echt, ne? Von vielen ja der beste Teil. Okay, 2024. Die Frage ist doch für die Switch? Oder für die Switch 2? Aber das kommt von der GameCube. Haben die nicht gesagt Wii-Port oder N64-Port? Aber cool. Krass. Viel krasser als gedacht tatsächlich. Also war es keine Knüller-Direct, ne? Aber war schon gut.
Schon deutlich gut. Deutlich besser als gedacht. Wir hatten hier jetzt Paper Mario. Dann fand ich auch den Booster-Streckenpass tatsächlich für alle Leute, die es cool finden, geil. Ja, WarioWare, ja, mein Gott. F-Zero 99 ist was Nices. Luigi's Mansion 2 mehr gesehen, fühle ich. Was hatten wir noch? Meisterdetektiv Pikachu. Ist, denke ich, auch was, worüber man sich mit sich sprechen lassen kann. Prinzessin Peach, glaube ich, ist auch ganz nett. Weiß ich aber nicht, ob ich da so überzeugt davon bin. Ja gut, Super Mario RPG, ne, ganz klar. Mario vs. Donkey Kong, muss ich mal schauen. Also waren doch einige kleinere, nice Sachen dabei. Vieles jetzt, glaube ich, nicht für mich direkt. Aber eure Meinung dazu würde mich gerne interessieren. Ich bin jetzt total müde, vielleicht hat man es gemerkt jetzt am Ende. Ich muss jetzt wirklich in mein Bett. Gönnen wir jetzt noch kurz die Reaktion von ein, zwei anderen Leuten. Und dann bin ich raus. Eure Meinung, wie gesagt, dazu gerne in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal bei einer neuen Reaction. Bis dann und tschüssi.